Hallo, hier spricht Karin Schmitt. Ich heiße dich herzlich willkommen zur 11. Folge von Inspiration Leben, dem Podcast, mit dem ich dir Lust auf deinen nächsten Atemzug machen möchte. Heute erfährst du, welche 3 Aktivitäten dir zu Beginn des Sommers leichter fallen als zu jeder anderen Zeit im Jahr. Heute betreten wir den 4. Zeitraum der Lebenslust. Vom 22. Juni bis zum 22. Juli befinden wir uns im Zeitraum der Gefühle und des Lebensrhythmus. Lass uns schauen, warum das so ist. Wir betreten mit dem 4. Zeitraum der Lebenslust nicht nur einen neuen Zeitraum, sondern es beginnt auch eine neue Jahreszeit. Das heißt, ein größerer Zeitabschnitt nimmt jetzt seinen Lauf. Etwas Neues bringt immer ein wenig Aufregung mit sich. Diesmal ist das interessanterweise anders. Was passiert nämlich im Raum der Gefühle und des Lebensrhythmus? Wir stellen fest, dass es mit den Sommermonaten deutlich wärmer wird. Und wenn es deutlich wärmer wird, dann werden wir auch etwas träger und ruhiger. Wenn es ziemlich heiß ist, kann es sogar sein, dass wir tagsüber so gar nicht gerne aus dem Haus gehen. Bei hohen Temperaturen können wir uns nicht gut konzentrieren. Wir werden erst gegen Abend wieder ein bisschen aktiver. Die Sommermonate laden uns also ein, alles etwas gemächlicher anzugehen. Zu den hohen Temperaturen gesellt sich noch ein zweites Phänomen. Ab der Sommersonnenwende werden die Tage jetzt nämlich kürzer. Du weißt es längst, Lichtenergie ist Lebensenergie. Und wenn die Tage wieder kürzer werden, nimmt auch langsam jetzt wieder unsere Energie ab. Das heißt, wir starten in einen neuen Zeitraum mit voll angezogener Handbremse. Die höheren Temperaturen und der Rückzug des Lichtes sozusagen laden uns ein, einen Gang zurückzuschalten. Die erste Aktivität, die dir jetzt in diesem Zeitraum besonders leicht fällt, ist es daher, mal einen Gang zurückzuschalten, die Seele baumeln zu lassen. Das fällt uns jetzt besonders leicht. Es lädt dich jetzt alles ein, zur Ruhe zu kommen. Was passiert, wenn du zur Ruhe kommst? Du öffnest automatisch die Tür zu deinen Gefühlen. Wenn du immer aktiv bist, immer beschäftigt bist, hast du überhaupt nicht die Zeit, dich zu fühlen. Die zweite Aktivität, die dir also jetzt besonders leicht fällt, ist, die Tür zu deinen eigenen Gefühlen zu öffnen. Im Großen und Ganzen gibt es 2 Arten von Gefühlen, die wir unterscheiden. Die einen, die wir gerne fühlen und die wir auch gerne mal annehmen, und die anderen, die wir nicht so gerne fühlen, die wir vielleicht sogar unterbinden wollen, von denen wir uns vielleicht sogar abwenden wollen, weil es uns nicht gut geht mit ihnen. Jetzt ist die Zeit, in dem alle Gefühle, die da sind, gefühlt werden wollen. Du kannst dir das so vorstellen, dass unser ganzes Körpersystem wie eine Landschaft ist, in der viele Flüsse und Bäche existieren. Wenn wir ein Gefühl fühlen, dann fließt es einfach im Strom. Wenn wir unterbinden, ein Gefühl zu fühlen, ist das, als ob wir in dieses Netzwerk aus Wasser Staumauern aufbauen.
Du kannst dir vorstellen, Wasser fließt. Es hat einfach die Eigenschaft zu fließen. Es heißt ja auch Emotion. Ich übersetze es gerne mit Energy in Motion, mit Energie in Bewegung. Wenn du diese Emotion nicht fühlst, nicht zulässt, dann baust du da immer mehr Staumauern auf und trotzdem ist aber dieses Wasser, dieses Seelenwasser, das will fließen und das ist die Natur des Wassers zu fließen. Und wenn du viele Staumauern aufbaust, dann wirst du ahnen, was jetzt passiert. Irgendwann wird der Druck so groß und das Wasser ist so willig zu fließen, dass es durchbricht durch diese Staumauern. Damit das nicht der Fall ist, damit dein System immer wieder von selbst in den freien Fluss kommt, ist es ganz wichtig, auch diese unangenehmen Gefühle in den Fluss zu bringen, ins Fühlen zu bringen, damit die in Bewegung kommen. Sonst bleiben die in dir, sonst verhärtest du, sonst hast du einen emotionalen Stau in deinem ganzen Energiesystem. Das heißt, jetzt ist die Zeit zu fühlen und auch die Zeit, unverarbeitete Emotionen aufsteigen zu lassen. Es ist nicht gefährlich, unangenehme Gefühle zu fühlen. Natürlich können sie in Extremfällen dazu führen, dass man keine Lust mehr hat zu leben. Gefühle fließen und du wirst niemals für immer in einem Gefühl hängen bleiben. Das ist nicht möglich. Gefühle sind wie Wasser. Die Welle steigt auf und die Welle sinkt wieder. Und mir persönlich, ich bin zwar keine physikalische Leuchte, aber ich habe persönlich noch nie eine Welle erlebt, die immer nur nach oben gestiegen ist und nie wieder heruntergekommen ist. Ich habe aber auch keine Welle erlebt, die in der Tiefe versunken ist und nie wieder aufgestiegen ist. Und genau das kannst du jetzt auch lernen von dieser Zeitqualität. Unangenehme Gefühle zuzulassen, sie durch dich durchfließen zu lassen. Sie können nicht ewig bleiben, das geht nicht. Alles in der Natur ist in Bewegung. Und du wirst es aus deinem eigenen Leben wissen. Man kann nicht in einem Tiefpunkt dauerhaft erstarren. Es ist ein Punkt, es ist eine punktuelle Situation, die einem manchmal zugegebenermaßen ewig vorkommen kann. Doch das ist nicht richtig. Der Lebensrhythmus fließt. Kommen wir zur dritten Aktivität, die dir jetzt besonders leicht fällt. Wir befinden uns im 4. Zeitraum der Lebenslust. Wir kennen die 3 Zeiträume davor. Erst war es feurig, wir haben für das Leben gebrannt, das war Energie pur, das ging turbulent zu. Im 2. Zeitraum war es dann ruhiger. Wir haben uns entschieden, ganz konkret etwas auf die Erde zu bringen. Im 3. Zeitraum wurde es wieder viel unruhiger und lebendiger, denn wir sind in den Zeitraum des fruchtbaren Austausches gekommen. In diesem Zeitraum haben wir uns viel getroffen, wir haben viel geredet und wir waren viel mit anderen beschäftigt. Indem du diesen Lebensrhythmus wahrnimmst, kannst du auch schauen, wie ist mein Lebensrhythmus gewesen die letzten Monate. Habe ich mich darauf eingelassen, mal voller Energie fürs Leben zu brennen? Konnte ich dann in Ruhe alles auf die Erde bringen, was mir am Herzen liegt? Hatte ich dann Lust auf einen leichten Austausch mit vielen Menschen, emsig zu sein, mal leicht zu sein? Und kann ich mich jetzt wieder ein wenig dem Ruhen hingeben? Wahrscheinlich ist es nicht so. Wir sind sehr weit weg davon, wirklich im Fluss des Lebens zu schwimmen. Wir bauen systematisch Staumauern auf und tun ganz merkwürdige Dinge generell. Dafür ist genau dieser Podcast da, dass wir einfach wieder zu unseren Wurzeln zurückkommen, uns darauf besinnen
und diesen Rhythmus annehmen, denn dieser Rhythmus bringt uns in unsere Kraft. Lass uns noch einmal zusammenfassen, die 3 Aktivitäten, die dir jetzt leichter als zu jeder anderen Zeit fallen. Erstens, einen Gang zurückschalten, die Seele baumeln lassen. Dadurch kommst du schon zu Punkt 2. Indem du in die Ruhe gehst, öffnest du die Tür zu deinen Gefühlen, zu allen Gefühlen, die da sind. Du weißt, es sind Emotionen, die wollen einfach nur fließen. Erlaube dir diesen Fluss der Emotionen. Die 3. Aktivität ist es, den Lebensrhythmus zu begreifen, ihn wahrzunehmen und deinen eigenen Lebensrhythmus jetzt mal genauer anzuschauen. Wo fließt du und wo bist du eher wenig fließend unterwegs? Versuche deinen Lebensrhythmus aus Einatmen und Ausatmen, aus in die Anstrengung gehen, in die Entspannung gehen, diesen Lebensrhythmus in einen gesunden Fluss, in einen gesunden Wellengang zu bringen. Das sind jetzt die 3 Aktivitäten, die dir leichter fallen als zu jeder anderen Zeit. Die nächste Podcast-Folge erscheint am Freitag, dem 29. Juni. Diesmal wird sie ein bisschen später, erst gegen Abend erscheinen. Nicht, dass du tagsüber denkst, ich hätte dich vergessen. Nein, habe ich nicht. Es wird einfach ein bisschen später, am 29. Juni. Passend auch zu unserem Raum der Gefühle und des Lebensrhythmus, in dem wir uns jetzt befinden. Du kannst dich dann auf eine Meditation freuen, in der ich dich einladen werde, dich deinen Gefühlen hinzugeben, zu spüren, was jetzt ist und durchaus mit der Meditation einen Gang zurückzuschalten. Bis dahin ganz viel Genuss und Ruhe für dich. Alles Liebe. Tschüss.